Heute, liebes Publikum, präsentiere ich euch eine Premiere und eine Wiederauferstehung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio. Diesmal mit einer Marke, die ich euch so bisher hier noch nicht vorstellen konnte, weil die gab es bisher noch gar nicht. Gerade eben das erste Mal hier überhaupt in Europa die Wiederbelebung der Marke Kiddicraft in Form von Klemmbausteinsets. Ich habe heute Post aus China bekommen. Die ersten Produktionsmuster sind eingetroffen, und zwar hier von den beiden Sets. Einmal den KC 1107. KC steht für Kiddicraft, es dürfte selbsterklärend sein. Das ist die Pferdeboxen, der Außenstall, der quasi an den Ponyhof angeblockt werden kann, um den zu vergrößern. Auch hinterher bei der kommenden Tierarztpraxis wird die Möglichkeit bestehen, den quasi als Außenboxen anzudocken, so dass man da auch eine Großtierpraxis rausmachen kann. Und hier unseren größeren der beiden Trecker, den KC 1110 oder 1110 oder 1110 oder wie auch immer. Der große Schlepper mit Anhänger, der große rote. Und ist schon aufregend. Also als ich den Karton aufgemacht habe, ich habe das als Shorts mal hochgeladen, wie ich den aufgeschnitten habe. Das war schon cool, wo man das so das erste Mal in der Hand hat. Das ist ja komplett neu. Die hat vorher außer in China in der Produktion noch keiner in der Hand gehabt. Und ich bin richtig aufgeregt, mit euch die jetzt zu bauen hier. Aber erstmal schauen wir uns die halt hier an. Also ihr seht hier, da ist ein Sleeve um einen braunen Karton, der wiederum auch eine Bedruckung hat, aber halt eine ganz schlichte Bedruckung. So ein bisschen für den Spielspaß, also beziehungsweise dass es ein bisschen nett aussieht. Auf der Seite ist nichts und hier auf der Seite ist dann halt einmal nochmal der Aufkleber von der Vorderseite. Das heißt, wenn es in einem Shop hinterher drin steht, kann man es so im Regal präsentieren oder auch so, dass man hier erkennen kann, was es ist. Macht es für die Leute leichter, macht es für die Angestellten leichter. Und sieht auch ganz schön aus, finde ich. So, die Kartons sind Airplane-Boxes, musste ich mich hier auch schlau machen. Und die kann man so aufklappen, zeige ich euch aber gleich erstmal. Ne? Was ihr vielleicht gerade schon festgestellt habt, die Textur hier des Sleeves ist matt, so wie früher dies bei Fotoapparat, also bei Fotoabzügen auch war. Da kann man zwischen matt und hochglänzend wählen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und wir haben das dann so gemacht, dass die Marke, dann hier der Themenbereich und das Produkt an sich und die Minifiguren hier im vorderen Bereich, dass die in Hochglanz sind und der Rest in matt. Und dadurch gibt sich, finde ich, eine schöne Anmutung. Zugemacht ist dann halt, die Box wird über die Sleeve verschlossen und dann hier mit 2 runden, selbsthaftenden Patches fixiert. Und darüber ist das Ganze verschlossen. Das heißt, es lässt sich sehr gut zerstörungsfrei öffnen. War mir wichtig, weil ich das immer doof finde, wenn man das so aufreißen muss alles. Ja, und ist halt auch hinterher schön wiederverwendbar. Das heißt, die Airplane-Boxen, die kann man hinterher benutzen, um irgendwelche Sachen reinzumachen. Und die Sleeves, wenn man die sammeln möchte, die kann man einfach zusammenfalten und sehr platzsparend unterbringen. Ja. So, einmal hier unseren Trecker und dann hier das erste etwas nächstgrößere Set mit 303 Teilen. Pferdebox auch hier wieder das Produkt an sich in Hochglanz, der Rest dann halt in matt und oben das Logo nochmal in Hochglanz. Und hier wieder die Gestaltung der Ober- und Unterseite. Ah ja, genau, hier die Box mit dem Importerbezeichnung und dem Barcode, die ist auch in Hochglanz, damit sich das leichter scannen lässt. Auch hier vorne wieder ein Aufkleber drauf. Auch hier mit den 2 selbstklebenden Patches. Ach, die Rückseite, die wollte ich euch auch nicht noch vorenthalten. Da sieht man im oberen Bereich, dass man das halt mit dem Ponyhof kombinieren kann, um eine große Stallanlage zu generieren. Und dann hier nochmal so ein paar Spielfeatures. Let me show you its features. Ja, enthält eine Kiddies-Figur plus einen extra Reithelm. Und Pferd ist natürlich auch mit dabei. So, die Pferdeboxen. Und ich würde sagen, wir packen die jetzt gerade mal einmal beide zusammen aus und dann bauen wir das Ganze hier zusammen und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Ich bin durchaus gespannt, muss ich gestehen. Ist ja für mich auch jetzt das erste Mal,
dass ich die Figuren dann mit Bedruckung sehen werde und in Farbe. Ich kenne die ja bis jetzt auch nur hier so als Rohling, wie ihr sie auch bisher gesehen habt. Ne? Aber mit Druck und in Farbe und so, das ist ja jetzt auch heute für mich das erste Mal, dass ich die sehe. Fotos, klar, aber wirklich meine Hand haben, ist ja immer noch wieder was anderes. Ne? So, dann kann man jetzt hier den Sleeve abziehen, ne? In der Theorie. Ja. Oh, sitzt stramm fest. Ja, da bewegt sich was. So. Ja, und den kann man jetzt schön platzsparend zusammenlegen. Und so kann man den wirklich schön aufbewahren. Ich finde das durchaus ansehnlich geworden. Ne? Und dann haben wir hier jetzt die Airplane-Box an sich. Ja, auch die ist durchaus einfach mal Blick wert. Da haben wir hier so ein paar, das Kiddicraft steht drauf, ein paar Klemmbausteine sind drauf. Ja, so ein paar, Imagination is the limit, Creativity, ja, ein paar Buzzwords, die müssen natürlich sein. Es geht ja auch hier darum, so ein bisschen Werbung zu machen und die Leute zum Kauf dann zu überreden oder zu animieren. Ja. Machen wir das Ganze mal auf und hier sehen wir dann, wie voll das Ganze ist. Also 2/3 voll. Das ist das, was wir auch haben wollten, damit es halt nicht zu gepresst drin ist, aber halt auch nicht zu viel Luft drin ist. Dann haben wir hier unsere Tüten. Hier schon mal einmal die Tüte mit den beiden Kiddies-Figuren drin. Die ist natürlich besonders spannend gleich für mich. Und dann hier die anderen Tüten. Und lose liegt dann noch drin eine Plate. Plus die Bauanleitung, die dann hier auch drin liegt. Hätte die eigentlich so reingepasst? Nee, die muss schon so. Okay, das ist hier in dieser. Und dann gucken wir mal jetzt noch, ja, die gucken wir gleich zusammen. Jetzt gucken wir mal noch, wie es hier drin aussieht. So. So. Ja, man kann es auch vorsichtig ablösen. Das ist natürlich sogar noch besser. Braucht man noch nicht mal irgendwas zum Öffnen des Ganzen. So. Abziehen. Auch hier kann man es wieder schön zusammenlegen und an die Seite packen. Und jetzt gucken wir mal, wie es da drin aussieht. Auch hier einmal wieder der Blick. Your imagination is the limit, creativity. Ja, muss man auf Englisch, hilft nichts. Ne? Das muss ja auch hier Schmiss haben, das Ganze. Kiddicraft. Und außerdem kommt Kiddicraft ja ursprünglich auch mal aus Großbritannien. Ja? Also da muss man auch ein bisschen Heritage, ein bisschen Erbe hier. So. Jetzt gucken wir mal, wie die Füllung ist. Die Füllung, die weiß ich halt vorher alle gar nicht, weil wir haben das nur theoretisch mit irgendwelchen willkürlichen Steinen ausprobiert. Und, oh ja. Okay, hier haben wir uns ein bisschen verschätzt. Werden wir für diese Lieferung jetzt nicht mehr ändern können. Da hätten wir ruhig ein paar Zentimeter jeweils einsparen können. Aber nur gut. Ich denke mal, geht aber trotzdem noch. Tüten für Bauschritte 1 und 2. Und hier auch wieder unser Pferdemädchen drin. 2 Plates, Bauanleitung und noch eine Tüte. Das Mädchen nehmen wir mal raus. Die wollen wir uns ja als allererstes angucken. Und ja, hier Bauanleitung. Ne? Die ist im Endeffekt immer vorne und hinten wie die Verpackung auch. Ne? Also da haben wir einfach das Verpackungsdesign jeweils auf die Bauanleitung transferiert. Hatte ich euch ja schon mal in anderen Videos gezeigt. Auf den ersten beiden Seiten wird dem Designer und der Geschichte von Kiddicraft Tribut gezollt. Und dann geht hier der Bau los. Dann hatten ja einige gefragt, warum wir hier nicht drin stehen haben, wie das bei den eigentlichen, hier in dem Bereich, mit dem Minifigurzusammenbau bei den Minifigur-Packs bei ist, dass man die Beine als letztes ranbauen sollte. Da haben wir es nämlich extra drin stehen. Bei denen ist es so, werdet ihr gleich sehen, die kommen schon vormontiert aufgrund der Bedruckung. Immer wenn die Beine bedruckt sind, sind die auch schon montiert. So, jetzt packen wir das mal gerade an die Seite, wechseln die Kameraperspektive und gucken uns vor allem erstmal die Minifiguren an, weil ich glaube, da seid ihr genauso gespannt wie ich, zu sehen, wie die geworden sind. So das erste Mal in echt und real life und zum Anfassen. Also, komm mal rüber. Komm.
So, hier haben wir unsere Tüten. Fangen wir hier erstmal mit der niedrigeren Nummer an, nämlich hier mit unserem Pferdemädchen aus der KC 1107. Sollte ich mich stimmmäßig ein bisschen anhören und nasenmäßig ein bisschen anhören, als hätte ich hier 5 Tage Dauer gekokst, bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe seit Samstag komplett flach gelegen. Heute ist der erste Tag, wo ich wieder halbwegs auf dem Damm bin. Von daher bitte ich das zu entschuldigen, wenn hier zwischendurch die Stimme vielleicht ein bisschen weggeht oder ich ein bisschen unkonzentriert bin. So 100%ig bin ich noch nicht wieder auf dem Damm. So. Zuerst sieht man jetzt hier, die kommen halt vorinstalliert. Und der Druck, der macht einen ordentlichen Eindruck. Mal gucken, ob ich es noch näher rankriege. Jetzt wird das Bild körnig, warum auch immer. Ah, besser. So, jetzt kann man es gescheit sehen. Und ihr seht, ja, der ist gut. Der ist wirklich gut geworden. Die Farben decken gut. Das Weiß deckt gut. Ja, man kann es wirklich richtig gut lesen, Ayla Pfafflinger. Das ist super. Das Gesicht. Auch hier schön mit den Sommersprossen, den Lippen, den Augen, Wimpern, alles. Sieht sehr gut aus. So, dann haben wir hier 2 verschiedene Kopfbedeckungen. Einmal den Reithelm und einmal die normalen Haare. Ja, und dann haben sie 2 Gehirne beigepackt und eine dritte Hand. Die wünscht man sich ja des Öfteren mal, dass man eine hätte. Auch gerne einen 4. Arm und eine 4. Hand. So, reindrücken. Okay. Ja. Braucht ein bisschen Kraft. Gegebenenfalls müssen Mama und Papa da ein bisschen helfen. Und die Hände, da braucht man nicht auf links und rechts achten, weil die sind gleich schließend. Die kriegt auch ein Kind rein. So, dann haben wir hier den Kopf drauf. Und die halt erst noch das Gehirn einsetzen. Dr. Frankenstein, ohne Gehirn geht nichts. Und da haben wir unser Pferdemädchen. Na, so. Klar, die Füße sind nicht rundum bedruckt. Das wäre nochmal wieder ein Kostenfaktor gewesen. Der wäre nicht machbar gewesen. Aber wir haben hier vorne, hinten Beine bedruckt. Ich bin mal gespannt bei den Figuren, die hinter die Arme auch bedruckt haben, ob die schon installiert sind oder ob die irgendwie einzeln bedruckt werden, das weiß ich nicht. Also das hier, das wird wohl in einem Rutsch bedruckt hier, das Ganze. Und deswegen kommt das schon vormontiert. Ja, wunderbar. Achso, jetzt wollen wir einmal gucken, wie sieht sie denn mit ihrem Helm aus. So. Da kann man dann gefahrlos aufs Pferd. Natürlich hat sie dann ausrasierten Nacken. Ja, gut, da müssen wir jetzt mal mit leben. Das ist dann halt einfach so. Aber ansonsten passt das gut und gefällt mir gut. So, also unsere erste Figur, würde ich sagen, ist abgenommen. Und dann gucken wir mal, was wir hier in dieser Tüte finden. Da haben wir einmal unseren Bauern hier. Ja, und auch hier ist der Druck. Ich versuche mal wieder, ob ich den wieder näher hinkriege. So, auch hier ist der Druck wieder schön. Hier hat er eine Klinke abgekriegt. Der Druck ist sehr schön. Gut deckend. Das Weiß ist gut deckend. Wow, sehr schön. Hinten so eine. Hier hat er ein paar Kratzer. So. Kopf kriegt er auf. Hände kriegt er. Ohne Hände ist ja auch irgendwie alles doof. Gehirn auch. Der Herr Landwirt braucht ein Gehirn. Mütze drauf. Und da haben wir unseren Agrarökonom. Bitte sehr. Und hier unsere Lady von der Landjugend. Das Erste, was meine Tochter gesagt hat, ist, die muss den Trecker fahren, weil Mädchen können auch Trecker fahren. Hat sie völlig recht. Und auch hier ist der Druck wieder gut. Oh, was auch richtig gut ist, das muss ich euch auch wieder aus der Nähe zeigen. Guck mal hier, wie gut der Druck hier die Hautfarbe darstellt, wie gut die deckt.
Und die passt auch farblich echt gut. Da gibt es nichts zu meckern. Das ist super. Da bin ich zufrieden mit. Das kann ich so freigeben. Weil hier geht es ja jetzt gerade darum, schnell noch Probleme zu erkennen, die wir in der Fertigung gegebenenfalls noch auf die letzte Minute abändern können. Aber so auf den ersten Blick sehe ich jetzt hier kein Problem. So, kriegt die ihre Haare auch noch wieder auf. Die beiden haben jetzt zufällig die gleiche Frisur. Ja, dass gerade die beiden zuerst fertig sind, Zufall, wer weiß, ich kann es heute nicht sagen. Aber damit haben wir hier unsere ersten 3 Figuren fertig und sie gefallen mir echt gut. So, und jetzt geht es ans Bauen. Jetzt heißt es also erstmal hier also wir haben übrigens hier bei jedem eine Hand dabei gehabt als Reserve. Jetzt geht es hier an die Teile und dann bauen wir erstmal den kleinen Trecker. Also Tellerchen und ab dafür. So, da haben wir die Teilchen auf die Tellerchen verteilt. Und so auf den ersten Blick, ja gut, das sind Panelersteine, mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen. Oh, sieht gut aus. Was ich bei den Panelersteinen mag, sind halt hier die Angussmarken. Ne? Die sehen ordentlich aus. Die sind nicht zu auffällig. Das ist okay. So, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen bauen und zeige euch dann gleich so Zwischenergebnisse und dann das Endergebnis. Ja, ich bin jetzt hier bei Bauschritt 13 und kann hier mit Stolz behaupten, dass wir uns in die Reihen der Marken einreihen, die leichte Probleme mit Farbabweichungen haben. Ist leider so. Wir haben auch keinen Einfluss darauf, weil wir die ja nicht selber herstellen, die Steine. Hier im Rotbereich haben wir leichte Abweichungen. Ja gut, ist halt so. Warum soll es uns da anders gehen als 99% der restlichen Anbieter auf dem Markt? Da haben wir unseren Trecker an sich schon mal fertig. Der baut sich gut, fährt sich gut, Bauanleitung über jeden Zweifel erhaben. Und genau auf Halbzeit haben wir hier den Trecker fertig und fangen jetzt an, hinten den großen Hänger zu bauen. Und ihr seht hier, unsere junge Bauerin, die passt hier auch super rein, die kann das Ding problemlos fahren. Das passt alles gut. Fliesen, naja, ich würde schon mal fast sagen, hier Shantou-typisch. Also leichte Kratzer rundum. Matt, also nicht Hochglanz. Aber wie schon gesagt, da habe ich auch wenig Einfluss drauf. Ich habe Panelos einfach rausgesucht, weil die prinzipiell eine sehr gute Qualität an Steinen haben. Was da jetzt nicht allzu weit von abweicht, da muss man dann leider einfach mit leben. Aber ich muss sagen, beim Bauen hier jetzt habe ich keinerlei Probleme gehabt. Die haben alle Spaß gemacht, die Steine. Die lassen sich super verbauen. Und der Trecker, der sieht gut aus. Finde ich jedenfalls. So, jetzt hier das Anhängsel. Ja, hier haben wir den großen Hänger. Kann man Heu draufpacken, Stroh draufpacken oder Säcke drauf transportieren. Wenn man ein schaukelfreies Pferd hat, kann man es draufpacken oder Viecher oder was auch immer. Also multifunktionell. Hier schön auf dem Drehteller gelagert. Das heißt, kann man schön einparken, wenn man denn Virtuose in sowas ist. Und hier haben wir schön den Trecker mit den 2 Andockteilen hier. Die hinten kann man auch noch mal was dran machen, dass man einen Zug raus machen kann. Zack. So, und da fährt er. Ja, und dann kann er hier da drauf und kann mitfahren, wenn sie vorne steuert. Sehr schön. Also den kann ich so freigeben. Da ist nichts dran zu beanstanden. Und damit kommen wir dann jetzt hier zu unserem Pferdeboxen. So, erster Bauabschnitt für unsere Pferdeboxen sind 4 Tüten. Und das Schöne ist halt, in der Bauanleitung wird das auch so aufgeführt. Ja, das heißt also, wenn ihr hier das Ganze anguckt, dann seht ihr, wir brauchen jetzt für den ersten Bauabschnitt Tüten 1a, 1b, 1c, 1d. Steht dann auch auf den Tüten drauf, 1a, 1, 2, und dann weiß man halt, falls mal was fehlt, direkt welche Tüte fehlt. Das hier ist übrigens die 1d gewesen, 1b und c und hier jetzt a. Und damit können wir dann anfangen zu bauen, damit hier unser Pferdemädchen dann auch ihre Pferdeboxen bekommt. So, Bauschritt 15 und wir haben hier schon unsere Türen vorne für die Boxen. Innen drinne den Boxenbereich hier mit Futtertrog, ein bisschen Einstreu
Und jetzt haben wir hier unser Pferd. Allerdings ist das so ein halber Hahn. Das muss man jetzt erstmal einmal zusammensetzen. Ist allerdings keine Aufgabe, die jetzt irgendwie einen Rocket Science Diplom erfordern würde oder sowas. Das geht recht schnell. Dann haben wir hier gegen den Trag erschöpften Senkrücken und schwupps haben wir einen rundum zufriedenen Hoppeditz, der aus der Box gucken kann. So, erster Bauabschnitt ist fertig. Das hier ist jetzt noch die Wand, die man hinten so hinterher einsetzen kann hier. Das ist ja, damit man das dann hinterher vernünftig von hinten bespielen kann. So ist es zu und dann kann man es rausheben und dann kann man von hinten das Ganze bespielen. Und jetzt bauen wir hier im zweiten Bauabschnitt das Ganze fertig. Und auch hier wieder Tüten 2 A und B. Und ab dafür. Und da haben wir auch das KC 1107 fertig, hier unsere Pferdeboxen. Ja, hier sieht man die Punkte, mit denen man das Ganze dann hinterher hier entweder an den Ponyhof oder an die Tierarztpraxis konnektieren kann, also anpöpseln. Ja, und hier haben wir die Rückwand. Die wird jetzt hier so reingemacht und zack. Und dann ist das Gebäude ein geschlossenes Gebäude. Also sieht auch so nett aus. Und wenn man es dann bespielen will, kann man die Rückwand halt hier so rausnehmen. Fertig. Hier guckt das Hopper raus. Unser Pferdemädchen freut sich, hat hier einen Sattel, hat hier ihren Reithelm, ganz wichtig, ne? Nicht aufs Pferd ohne Reithelm. Oben haben wir noch so einen leicht aggressiv guckenden Vogel, ne? Eine Schwalbe oder was auch immer, die hier in dem Nest wohnt. Sehr schön. Gefällt mir auch gut. Auch das kann problemlos freigegeben werden. Also somit hier die ersten 2 Sets aus der neuen Kittycraft Kollektion, die komplett auf meinem Bautisch hier geprüft und freigegeben worden sind und für gut befunden worden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin durchaus angetan hier von der ganzen Sache. Übergeblieben ist das hier, also alles Sachen, die bei dem kleinen Pferdestall hier übergeblieben sind. 4 Teile an der Zahl, da kann man halt noch hier eine Löwenzahnblume oder was auch immer bauen. Und dann ist auch Schluss. Bei dem Trecker war nichts dabei, hat nichts gefehlt. Gefehlt hat bei beiden nichts. Gutes Zeichen. Ja, jetzt ist an euch. Schreibt mal hier, was haltet ihr denn von unseren Figuren? Wie sehen die jetzt hier in fertig und gedruckt und allem aus? Seid ihr zufrieden mit dem, was hier jetzt so als erstes hier abgeliefert worden ist? Oder sagt ihr, oh nee, das ist aber gar nicht geworden, wie wir es uns vorgestellt haben? Sitzen können sie übrigens problemlos, aufgenommen lassen sich problemlos. Also alles gut. Die Sets hier gefallen mir auch gut. Verpackungen gefallen mir gut. Also ich bin gerade jetzt sehr zufrieden und mit ein wenig Vaterstolz quasi hier quasi versehen. Ihr seht selber, mir gehen hier so ein bisschen die Worte aus. Also ist schon ein komisches Gefühl, wenn man so eine Sache von ganz klein, von der ersten Idee aus, ein bisschen zum fertigen Produkt hinter auf dem Schreibtisch liegen hat. Das ist schon klasse. Ja, das war es jedenfalls von mir. In den nächsten Tagen werden mehrere solche Videos kommen, weil jetzt nach und nach immer mehr von diesen Produktionsmustern hier bei uns einlaufen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, sind gerade auf dem Weg die Currywurstbude mit Thomas und mir drin und der kleine Trecker. Die werden wohl als nächstes eintreffen. Und dann kommt der Rettungswagen, das Tiny House und die Uschis Wurstbude. Also das sind alles Sets, die jetzt in den nächsten Tagen hier eintrudeln, die schon jetzt in der Produktion durch sind. Und von mir dann nochmal einmal überprüft werden müssen, ob noch irgendwelche Sachen sind, die geändert werden müssen. Auf Last-Minute-Änderung. Ja, aber dies hier können Sie jedenfalls so eintüten. Fertig machen für den Versand. Läuft. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen uns demnächst. Entweder hierzu oder zu einem anderen Set. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
Kleiner Fun-Fact noch am Schluss. Der aufgebaute Trecker mit dem Hänger passt hier genau in die Airplane-Box rein. Das heißt also, muss ich gerade mal beide Hände für haben. Ne, das kann man hier da schön hinterher wieder reinpacken. Und kann es theoretisch so wieder wegpacken. Auch nicht schlecht, oder? Ich finde die sowieso ganz gut, weil die hinterher weiterverwendbar sind. Ciao!